Yo, Lukas! Ja? Was? Wir haben eigentlich kein Content momentan, seit keine Ahnung wie lange schon nicht auf YouTube hochgeladen. Ja? Stimmt. Digga, Was? weißt du noch, damals? Vielleicht? Digga! Da war dieses Projekt. Welches Projekt meinst du? Also, gab ja mehr... Das eine. Dieses, Ja? Bedrock. Konsole. Minecraft. Okay, welches Projekt davon nochmal, bitte? Na, das eine epische. Ja, ich hatte 2 epische Bedrock Minecraft-Projekte. Das eine war doch auch Ultra, oder nicht? Das ist ein richtig gutes Video geworden. Ja, aber ich habe das nie hochgeladen, weil... Ja, na komm. Ja, weil es keine Relevanz mehr hatte. Was ist denn das für ein Grund, das Video nicht hochzuladen? Ja, aber es hat ja keine Relevanz mehr. Also, ich meine, also, das Projekt ist tot. Da kommt nie wieder was. Warum sollte man die Leute mit was anfüttern, was am Ende gar nicht da ist? Naja, weil Content. Eigentlich ist guter Content nicht unbedingt notwendig für Erfolg. Ja, aber es hat ja keine Relevanz mehr. Also ich meine, wenn ich das jetzt hochlade, dann denken Leute sofort, ey, der hat ja ein total krasses neues Projekt wieder im Laufen. Hey, da kann ich vielleicht sogar mitmachen oder so. Und, oh, da werden jetzt bestimmt total die neuen Folgen von kommen. Aber es ist halt einfach schon 2 Jahre alt. Also, es kann da gar keine neuen Folgen mehr von geben, weil dieses Projekt schon seit 2 Jahren tot ist. Also wie kann ich etwas hochladen, wovon ich direkt weiß, da wird nie wieder was dazu kommen? Es hat halt einfach keine Relevanz mehr. Ja, aber Content! Also, ich meine, ist das überhaupt so ein Juari-Video? Ist das ein Video, was unserem Qualitätsstandards überhaupt entspricht? Content! War das wirklich so gut, dass man das nochmal hochladen? Dass man das nach 2 Jahren hochladen kann? Na, also erstmal Totschlagargument Nummer 1. Es sind Cinematics drin. Es ist PDA 5000 drin. Es ist super witzig, teilweise. Und es hat sogar eine Story am Ende. Also ich weiß echt nicht, warum wir das eigentlich nie hochgeladen haben. Ganz einfach, weil die Relevanz... Scheiß doch mal auf die Relevanz! Wir brauchen Content! Bis deine anderen 2 Videos fertig werden, das dauert doch noch eine Woche oder 2 oder 5 oder... Eine Woche. Ich brauche noch ungefähr eine Woche. Dann ist eins der beiden Videos fertig. Und das andere ist ganz stark an die Überlegung, ob es überhaupt fertig werden soll oder ob es nicht auch... Genau wie das andere Video einfach in der Versenkung versenkt Ja, aber und einfach daraus nie was jetzt wird. hör doch mal auf. Nein! Habe ich ja schon öfter gemacht. Schnauze! Wir brauchen Content. Das ist ein Kanal, der irgendwann mal auch wachsen soll. Also, ich drücke jetzt einfach auf diese Play-Taste und dann ist Videomaterial von über 2 Jahren online. Und dann ist das endlich im Netz. Und dann verstehen die Leute auch endlich mal, warum das hier alles so lange dauert und nicht ständig neue Videos rausgebracht werden. Weil wir nämlich einen Qualitätsanspruch hatten, den wir jetzt aber komplett streichen und einfach alles hochladen, was wir haben. Abspiele 3, 2, 1. Die Aufnahme sollte irgendwie jetzt starten. Xbox ist Xbox App auf dem PC. Und die Aufnahme ist direkt auf dem PC. Mal sehen. Ich bin echt super gespannt. So, Synchronisationshopsen in 3, 2, 1. Yeah, das war mega versetzt. Aber wir haben ein... Das war ziemlich gut eigentlich.
Test, Test. Funktioniert das hier? Hallo, hallo. Test, Test. Ja, Ja, okay, gut. Alles zu hören? Perfekt. So, was sage ich denn jetzt? Hallo Leute, ich, Juari, bin der Bürgermeister und bin ganz doll wichtig. Was? Okay, ja, ich habe eh gerade keine Ahnung, was ich sagen soll. Verdammt nochmal. Also, hast du's? Ich überlege noch weiter, ja? Weißt du, ich finde es übrigens auch total kacke, dass wir das hier in meiner Wohnung machen. Können wir nicht irgendwie mal einen richtigen Studio oder so? Muss das hier in meiner Wohnung sein? Kein Bock da drauf. Die Leute sehen ja ständig, wie unordentlich das hier ist. Und so. Können wir nicht mal fix ein Studio bauen gehen? Ja, das kannst du als Nachricht verkünden. Wie, das soll ich als Nachrichten verkünden? Dass wir davon Zeitraffer drehen. Wie, du willst Zeitraffer davon drehen? Ja, hier bei draußen und so. Na gut, dann, okay, aber es regnet draußen, ist schon klar, oder? Ja, und? Kameras Okay, ja, wenn du nichts dagegen hast, ja, dann, machen wir das jetzt halt. Also, meine lieben Damen und Herren, wir bauen jetzt das Yellow Missile Studio und, das haut so überhaupt nicht hin mit den Bewegungen, die ich da mache. Scheißegal. Und da ist die Aufnahme einfach tot. Okay, gut. Was schon anziehen, Stiefel an, Regencape. Falls ihr euch gerade fragt, boah krass, wie hatten der das gemacht auf Xbox-Konsole? Ein Zeitraffer und eine zweite Perspektive? Es ist relativ kostspielig gewesen. Aber wenn ihr das selber machen wollt, also ihr braucht ein zweites Gerät, sei es Laptop, Handy, Konsole. Und dann braucht ihr einen zweiten Microsoft-Account. Der muss dann auch nochmal Xbox Live Gold haben und der muss dann auch nochmal Minecraft besitzen. Bei mir war es halt Laptop, den ich halt sowieso habe. Und Minecraft habe ich mir irgendwo im Internet billig für 5 Euro geschossen und Xbox Live Gold habe ich mir auch nochmal irgendwo Testabo 14 Tage geholt. Im Gegensatz zu irgendwelchen Replay-Mods ist es natürlich witzigerweise ein echter Charakter. Das heißt, der hat Hunger, der hat kein unendliches Leben, der kann nicht fliegen, der muss beschützt werden vor Mobs. Also das ist sehr interessant, mit sowas zu arbeiten. Macht aber jede Menge Spaß und irgendwann hat man seinen Kameramann richtig lieb. Leider habe ich den Zeitraffer komplett spontan begonnen, ohne irgendwelche Vorplanung. Ich glaube, das werde ich nächstes Mal anders machen. Auf jeden Fall, ich hatte überhaupt keine Wolle. Und ich hatte auch erst recht keine schwarze Wolle. Ich bin die ganze Zeit hin, wie man vorhin gesehen hat, zu den Schafen, habe mir Wolle geholt. Und da bin ich immer die ganze Zeit aufs Meer und habe Tintenwische geholt. Diese Szenen, wo ich weg bin, die habe ich einfach mal so um 100% beschleunigt im Video, damit das nicht so lange dauert. Ich war ungefähr 4 oder 3 Stunden am Bauen. Da habt ihr gesehen, da ist mein Charakter kurz rausgeflogen, weil er zu lange inaktiv war. Da hat sich einfach mein Computer in Standby versetzt. Also, ja, das ist ein Problem. Und all sowas. Aber dann hatte ich irgendwann das fertig mit der Wolle. Na gut, ich will gar nicht mehr lang labern. Genießt den Zeitraffer. Viel Spaß.
Ich begrüße Sie, meine lieben Damen und Herren. Haben wir überhaupt Damen dabei? Ich weiß es nicht. Egal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unseren News. Yeah. War das cool? Willkommen zu unserer allerersten Sendung aus unserem brandneuen Studio. Wir von jeder Messe berichten live oder auch nicht mehr so wirklich live aus vergangenen Zeiten, die uns auf dieser wunderschönen Welt aufgetreten sind. Das müssen wir noch üben mit der Wortwahl. Auf jeden Fall sind wir hier auf unserem wunderschönen Fleckchen Erde Hühnertanz. Ich übergebe an PDR 5000. Hallo ihr lieben Bombarenten. Hier ist ein inklusiver Bericht über die Welthühnertanz. Der Name ist mega bescheuert. Doch trotzdem schreckt dieser Name anscheinend keine neuen Siedler ab. Alles fing so harmlos an. Mit diesem großartigen Dreckbaum. Er sollte das Willkommenssymbol der Gemeinschaft werden, die hier nun eingezogen ist. Jetzt mal im Ernst. Das ist total super duper total beknackt. Muss ich wirklich hier weitermachen? Meine Fresse, na gut. Ihr SC schuldet mir was verdammt nochmal. Hier seht ihr die supergeile Bucht, die Juarie so erotisch fand. Schnell hatten alle 4 Siedler ihren Platz gesichert, und dann ging es auch schon im Turbogang los. Schon nach einem Tag. Was? Ich war noch nicht fertig. Juarie, was soll das? Du verdammter. Hallo, ihr lieben Bomber. Wir sind zu dritt losgelaufen. Und nachdem wir ein paar Kürbisprobleme hatten, hatten wir eigentlich gar nicht so lange uns aufhalten müssen mit der Suche nach dem perfekten Ort. Denn ich habe eigentlich ziemlich schnell beschlossen, dass dieser Fleckchen Erde hier Wasser wunderschön ist. Aus diesem einzigartigen Stück Erde. Ziemlich schnell begann Hartig einfach loszulegen mit Farmen, mit Zäunen, mit Kühen, mit Hühnern und all dem, was es so gibt an Farming-Zeug, ohne sich überhaupt irgendeine Hütte zu bauen. Ganz im Gegensatz zu mir und Sol. Genau. Es war Sol. Ich habe nicht gerade irgendwie im Menü nachgeguckt und mir den Namen recherchiert. Nein. Ich weiß es aus dem Kopf. Es war Sol. Soul for Life. Soul for Life hat sich erstmal eine wunderschöne Hügelwohnung gebaut. Direkt an dem Anfangshügel im Dorf in der Mitte. Dort sollte es so leicht in dem Style vom Hobbit sein. Wir fanden es auf jeden Fall alles sehr super gemütlich und auch schön designt. Nur hier oben begann dann schon das richtige Projekt. Kommen wir zu Hartig. Bei Hartig fängt alles erstmal sehr solide an. Nachdem er seine Farms fertig hatte, beschloss er sich dann doch irgendwann mal ein Haus zu bauen. Allerdings ohne Dach.
Worauf ich nicht dezent öfter mal hingewiesen habe, um vielleicht nicht ein bisschen zu ärgern. Andererseits hat er dieses wunderschöne Muster auf den Boden gezaubert, was ich tatsächlich ziemlich cool finde. Trommelwirbel, mein Haus! Also, wir haben hier ultra geile Küche und ultra geile Couchen und das Problem ist, wir haben ein Haus, was nur gerade ein Raum groß ist, also praktisch eine Neubauwohnung mit Dach. Und im Dach passiert auch nicht so viel. Da ist aber ein Baum drin, der ist toll. Bei Scholli ging alles super, super schnell. Wo ich 2 Stunden für mein Haus gebraucht hat, hatte er irgendwie gefühlt nur 5 Minuten gebraucht. Dafür fielen die Möbel etwas spartanischer aus. Aber trotzdem ein Doppelbett, für wen auch immer die zweite Hälfte gedacht ist. Kommen wir zu einem düsteren Kapitel in unserer Gemeinschaft. Unser jüngstes Mitglied hat beschlossen, in der Mitte des Dorfes, womit ich total okay war, ein Haus zu bauen. Womit ich nicht okay war, dass er auf einmal plötzlich Steinwände hochzog und ein Steindach drauf klatschte, ein paar Löcher reinmachte, Fenster reinhaute und meinte, er wäre fertig. Das ist absolut nicht das, was ich mir vorgestellt hatte von unserem Dorf. Die anderen hatten das auch nicht so richtig so gesehen und dann hat er noch ein Loch reingebaut in sein Haus und unten so eine richtig Kack-Standard-Base gebaut, so mit 2 Kisten nebeneinander und eine scheiß Crafting-Bank rein und hey, ich hab meine Secret Base unter meinem Haus, ich bin cool. Also kann mir das irgendwer erklären, warum man sich eigentlich so ein Haus baut und dann so einen Gang runter macht mit einer scheiß Treppe dran und dann da drunter so einen richtig hässlichen Keller baut? Also, klärt mich mal bitte auf, weil ich verstehe das überhaupt nicht. Habe ich auch persönlich noch nie gemacht in meinem Leben. Ein Haus bauen und einen Keller runterziehen, also so einen Gang runterziehen und dann irgendwo unten umständlich seine Kisten reinhauen. Es macht in meinem Verstand überhaupt keinen Sinn. Wenn ich eine Mine baue, wo ich da mein Zeug nicht gerade rankomme, ja, dann überlege ich mir was mit Minecarts oder mit Kisten unten halt, dass es dann irgendwie funktioniert, dass es vernünftig lagerbar ist und so weiter alles. Aber warum so ein Keller? Es macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Und trotzdem sehe ich das so oft also gerade bei jüngeren Spielern komischerweise. Auch wenn viele junge Spieler echt gute Baumeister sind und echt tolle Sachen bauen können, viele machen diesen richtig hässlichen Gang unter dem Haus quer nach unten und dann hauen sie da ihren Keller hin. Ich verstehe es nicht. Das ist eine Krankheit in Minecraft, glaube ich. Nachdem ich dachte, man könnte es halt noch retten, indem man ihnen so ein paar Tipps gibt, so wie man besser bauen könnte, mit Hausüberhang, also mit Dachüberhang, mit vielleicht mit anderem Baumaterial fürs Dach, dass es nicht alles dasselbe Material ist und so. Und vielleicht ein bisschen Symmetrie in die Fenster reinbringen, dass der Scholli sich nicht mehr so aufregt und so. Ja, dann kam auf einmal so die Antwort, ja, ich mag das Haus auch nicht. Ja, aber das ist ja kein Grund und du kannst es ja verbessern. Nee, ich möchte ein anderes Haus bauen. Okay. Und, dann baust du das wieder ab hier, oder wie? Ach, ich zeig dir das dann. Und dann kam das hier. So von heute auf morgen stand auf einmal das hier so da. Ich war mehr als geschockt und Hartig war hart böse, weil wir waren eigentlich uns alle einig, dass wir die Landschaft also wir wollen die Landschaft nicht angreifen und dieses Haus, das war eine Beleidigung der Natur, also war eine Beleidigung an diesem Fleck Erde. Das war grauenvoll. Ich habe erstmal nicht aufgegeben. Ich dachte so, okay, alles ruhig, wir schaffen das. Hier haben wir erstmal richtig große Steinwände. Da musst du was machen. Da muss was passieren in der Wand. Die muss lebendig werden. Das kann nicht einfach nur so Steinwand sein. Nach ewigem Dekorieren und Verbessern der Wand. Ich persönlich sträube mich immer vor großen Bauten, weil ich genau weiß, wie viel Arbeit das immer macht. Aber ja, ich habe dann irgendwann mich erschöpft zu Hartig begeben. Er war dann auch schon nicht mehr da. Er war dann irgendwie weg. Weil er natürlich dann das alles mir überlassen hat, das Ding zu dekorieren und hübsch zu machen und so, ne? Weil er hat seine Arbeit getan, so in dieses Ding dahin klatschen, war fertig und so. Das ist so ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann, weißt du? Wie kannst du so ein Riesending irgendwo hinklatschen und sagen, ja, fertig. Ja, ich habe Grasboden drin, ne? Perfekt. Ein paar Kisten drin, wo ich mein Zeug drin habe und so, fertig. Nee, das geht in meinen Kopf nicht rein, wieso? Gott sei Dank hat er keinen Keller unten reingebaut, ey. War so völlig erschöpft zur Hartig gerannt, hab mich ja so ein bisschen satt gegessen mit ihnen. Guckst du aus dem Fenster und auf einmal merke ich, oh, Flammen. Oh, Rauch, Qualm, Feuer. Interessant. Da brennt ein ziemlich großes Haus weg, gerade.
wie ist denn das passiert? Und Hardtech auch so, völlig ungläubig aus dem Fenster geguckt. Ja, tatsächlich. Das Ding brennt. Das ist ja verrückt, wie ist denn das passiert? Rennt so hin, Scholli daneben mit seinem Feuerzeug und so. Ja, keine Ahnung, ne? Brennt auf einmal. Und wir so, ja, ist ein schönes Feuer eigentlich. Und, ich so, Moment. Hol meine Eisenaxt raus und klopp mir erstmal die ganzen Birkenstämme, die da drin verbaut waren. Ich habe früher auch gern mit Birkenstämmen gearbeitet. Ich finde tatsächlich, es ist ein ganz geiles Baumaterial eigentlich. Ja, aber hab mir erstmal die Axt rausgeholt und hab mir die Birkenstämme gesaved, bevor die wegbrennen und so. Irgendjemand hat dann auch angefangen, dann die Fensterscheiben wegzukloppen, damit die dann nicht so frei im helllichten Nichts rumliegen. Einer hat sich noch ums Dach gekümmert, dass es noch vernünftig wegbrennt. Und am Ende blieb dann so ziemlich das hier übrig. So eine richtig schöne Ruine. Wie gierige Wölfe stürzten wir uns dann auch gleich über die Kisten in seiner Wohnung. Und da war ziemlich interessantes Zeug drin. Super viel Eisenwerkzeug und Rüstungen, Barren. Ja, das war schon interessant und ultra viel Holz und Erde en masse. Das war schon, und Bruchstein auch ganz viel. Und auch alles völlig wild zusammengewürfelt, also ohne System und so weiter in den Kisten. Das war schon alles sehr merkwürdig, insbesondere weil wir schon langsam irgendwie immer mal gemerkt haben, irgendwie fehlt da was in unseren Kisten. Wir haben zuerst mal nichts gesagt und auch keinen verdächtigt, weil wir haben halt irgendwie gedacht, ja gut, war vielleicht ein Irrtum, aber wir haben alle irgendwie gemerkt, dass da was in unseren Kisten die ganze Zeit gefehlt hat, nur nie gesagt, so, ne? Und auf einmal hatten wir einen ziemlich guten Verdächtigen dafür. Wir können ja absolut nichts nachsagen, wir wissen es alle nicht, aber es war merkwürdig. Naja, und besonders von jemandem, der eigentlich die ganze Zeit nur rumrennt, sich irgendwie an Monster stellt, sich töten lässt von denen, beziehungsweise Creeper explodieren lässt, die dann Löcher machen, die nicht repariert wurden und Bäume abholzt, nur zur Hälfte, weil er gerade nicht den ganzen Baum braucht, bla. Das was kriege ich Anfälle, ne? Ja, und dann zusätzlich noch dieser Verdacht, dass vielleicht da Diebstahl jetzt noch im Spiel war. Wir waren uns alle einig, das würde kein gutes Ende nehmen, wenn er weiter in unserer Mitte bleiben würde. Also verbannten wir ihn. Auf grausamste Weise aus unserer Welt. Was aus ihm geworden ist, keiner weiß es. Vielleicht hat er eine neue Gemeinschaft gefunden. Vielleicht hat er dort neu angefangen. Hat vielleicht seine Fehler bereut und macht jetzt alles besser. Oder das komplette Gegenteil. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass wir ohne ihn besser dran sind. Was übrig bleibt, ist diese Ruine. Und in deren Mauern schlummert diese Geschichte. Es ist vielleicht jetzt nicht die netteste Geschichte. Auf keinen Fall mit Happy End. Aber jedes Mal, wenn man zu dieser Ruine geht, denken wir an ihn. Denken, was wir gemacht haben. Denken an ziemlich vieles. Und es ist ein besonderer Ort. Deshalb, dieser Ort war der Grund, warum ich gesagt hatte, ich muss unbedingt die Geschichten, die hier passieren, erzählen. Über dieses Studio, was ich extra gebaut habe. Weil ich bin mir sicher, das wird nicht die einzige Geschichte bleiben. Und das war's erstmal für heute. Achso, wir haben uns ein paar niederträchtige, normale News, wie zum Beispiel Pillager. Und dann ist das endlich im Netz. Und dann können wir uns auf bessere Sachen konzentrieren.